Wie macht man ein Set Golden? Du musst 165 erreichen, plus 10 machen und dann einfach eintauschen. I'm watching in YouTube. Oh, a jester. Nice. Thank you, sir. A fellow jester. Also eigentlich ganz einfach. Eigentlich schon. Der schwierige Teil ist tatsächlich 165 zu erreichen, weil das relativ lange dauert. Don't forget to loot some pots for me. What pots do you need? ...165 easy going schafft man auch mit links. Ich meine, ja, über eine längere Zeit schon, aber naja, wenn du jetzt sehr casual spielst, ist es schon ziemlich schwierig. Mal angenommen, du spielst nur einzelne Tage die Woche und nie mehr als 3 Stunden, dann ist es schon relativ schwer. For HP. I can send you some, yeah. Die sollen einfach alles zur dauerhaften FEC machen. Man kann ja nicht jedes Jahr melken. Oh doch, ich glaube, das können sie. Und wie sie das können, Sir. Das können die sehr wohl. Das Konzept funktioniert ja erstaunlich gut. Also ich würde sagen, FEC 23, da waren viele skeptisch, ob das so eine gute Idee ist und so weiter. Da waren viele Hater am Start. FEC 2 haben dann gefühlt die ganzen Hater gespielt, die FEC 1 gehatet haben. Und FEC 3 spielt da gefühlt jeder. Gefühlt. Ich meine, es gibt immer noch einige Leute, die es immer noch haten und die immer noch nicht spielen. Vor allem Leute, die letztes Jahr extrem krass profitiert haben, haben sich dieses Jahr gedacht, also auf Boding, die Leute, die ich rumlaufen sehe, haben fast immer goldene Lusagas Crystal Waffen. Die denken sich wahrscheinlich, das ist einfach doch mal genau der gleiche Scheiß, warum soll ich das nochmal machen? Was ja auch true ist. Ich meine, es ist fast genau das gleiche. Also es macht dieses Mal, wenn du letztes Jahr dir einen perfekten Char geholt hast, dann macht es dieses Jahr schon deutlich weniger Sinn, weil du 1:1 die gleichen Items erspielst. Nahezu. Die Titel sind ein bisschen anders und so ein Scheiß, aber es ist fast genau das gleiche. Würde ich wahrscheinlich auch, wenn ich halt nicht streamen würde, würde ich es wahrscheinlich auch so sehen. Also ich habe schon einen krassen Charakter, wo alles Gold ist und alles Ultimate plus 5 und so weiter. Was will ich dann nochmal spielen? Aber abgesehen von solchen Leuten und von ein paar Leuten, die es generell haten, gibt es auch ein paar, die noch gar nicht FEC gespielt haben, es einfach so haten. Aber auch nicht so ultra viele. Abgesehen von denen spielt ja, wie gesagt, jeder. Und gefühlt spielen jetzt sogar Leute, die noch gar nicht Flive Universe groß gespielt haben, diesen FEC. Also so sehr du es auch kritisieren möchtest, Zotwonte oder auch Pokerface. Ich glaube, es war auf was anderes bezogen. Aber egal. Auf jeden Fall, egal wie sehr man den FEC kritisieren möchte, offensichtlich funktioniert's, was sie da machen. Und es gab auch in der Vergangenheit viele Leute, die sich sowas wie eine Season gewünscht haben für Flive. Und das ist jetzt ja im Endeffekt wie so eine Season. Also ich würde zwar sagen, es ist schon ein bisschen anders, aber close enough, I guess. Und die haben halt jetzt mit der Verbindung zu dem Update es geschafft, dass halt, wie gesagt, gefühlt jeder spielen möchte. Vor allem, weil man halt gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Das ist ja das Problem, man weiß ja gar nicht, was kommt mit dem Update. Dann ist ja eigentlich der sicherere Hafen FEC, weil wenn dann ein Update kommt, hast du Doppel XP, Doppel Drop, Doppel Upgrade theoretisch, falls du es schaffst, noch vor dem Ende des FECs deine Hände an die neuen Items zu kriegen. Dann könntest du sie auch noch direkt wieder leichter upgraden und so. Also haben sie schon geschickt eingefädelt, dass du eigentlich gefühlt fast keine andere Wahl hast, als zu spielen. Also du fühlst dich so, als musst du spielen eigentlich.
Und selbst wenn das mit dem Update nicht wäre, würden wahrscheinlich trotzdem so viele Leute spielen. Also. Ich meine, ich habe den FEC in der Vergangenheit auch schon kritisiert. Ich kritisiere ihn eigentlich immer noch. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass es eben, wie gesagt, doch noch einige Leute gibt, die nicht hier spielen. Die man komplett ignoriert für ein paar Monate. Also die werden von Seiten Gala gefühlt komplett ignoriert für ein paar Monate. Was ich schon ziemlich asozial finde. Weil diese Leute das Game ja auch mit groß gemacht haben oder so. Oder halt supportet haben mit Geld und mit ihrer Zeit. Und jetzt lässt man die einfach ein paar Monate lang links liegen, als wären sie wertlos. Das finde ich vor allem nicht so schön. Aber wie gesagt, kann man das nicht ändern, weil es finanziell funktioniert und deswegen machen sie es halt so. Und wenn jeder FEC noch größer wird, dann... Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass Fly wieder Mainstream wird, aber... Boah, schon nicht schlecht. Also so viele Leute wie spielen ist schon crazy. Sag mal so, vor 3 Jahren hätte man sich das nicht mehr erträumt. Oder vor 4 Jahren. Dass nochmal so viele Leute Fly spielen. Und wie immer im Leben, derjenige, der den Erfolg hat, sag ich mal, ist halt auch irgendwie im Recht so ein bisschen. Bisschen. Nicht nur, nicht immer, aber irgendwie schon. Weil irgendwas muss man ja richtig machen. Also ich würde zwar sagen, sie machen immer noch ultra viel falsch. Trotzdem sind sie extrem erfolgreich, also machen sie anscheinend doch auch irgendwas richtig. I guess. Also ja. Ich spiele Casual, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe für eine FEC. Geil, dann kann man sich einfach mal einen hohen Char spielen. Siehst du? Du hast beim ersten dabei und hast deinen Char geholt, letzten übersprungen, jetzt lohnt es sich wieder. Ja, yeah, jeden zweiten kann man auch machen. Jeder zweite FEC macht wahrscheinlich auch am meisten Sinn. Außer sie schaffen es halt jetzt in Zukunft dafür zu sorgen, dass wenn sie es mit den Updates ein bisschen besser koordinieren, dass es den neuen Content quasi schon vor dem FEC gibt, dann wäre es noch ein bisschen besser vielleicht. Dass es nicht so ungewiss ist, was man sich überhaupt erspielen kann. Verdammt. Ey, come on, Mann. Ich will mich wegblinken und dann kommen 80 Agros gelaufen. Grrr. Unfassbar.